Hey, mein Name ist Oliver Hörold und ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen, liebe Braubrüder und Schwestern. Ich braue heute mit euch ein NIPA. NIPA oder New England IPA oder Northeastern IPA ist ein Bierstil, den es ungefähr seit 5 Jahren gibt. Es ist ein obergäriges, helles Bier mit starken Hopfenaromen, aber wenig bittere. Ich bereite den Braumeister am Abend vor dem eigentlichen Brautag vor. Ich schraube ihn zusammen, befülle ihn mit Wasser, damit ich dann am nächsten Tag gleich früh loslegen kann. Es ist kurz nach 7 am Samstagmorgen. Der frühe Braumeister fängt den Das Brauwasser hat die richtige Temperatur zum Einmeischen. Jetzt setze ich das Malzrohr ein und befülle dieses dann mit unserer Schüttung. Die Schüttung ist das Malz, was wir benutzen, um die Würze herzustellen. Für das NIPA benutze ich 4,5 Kilo böhmisches Tennenmalz von Weyermann, 1 Kilo Haferflocken und 1 Kilo Weizenmalz. Das Maischen ist jetzt abgeschlossen und probiere jetzt schon mal, wie das ganze Ding schmeckt. Oh ja, gar nicht mal so schlecht. Genau 20 Liter. Nach dem Maischen haben wir 20 Liter Würze erbeutet, sag ich mal, mit circa 13 Grad Plato. So, jetzt geht's halt weiter. Ich baue meine Abzugsanlage auf und dann mache ich 90 Minuten, koche ich die Würze, um auf meine Stammwürze zu kommen. Diesmal gibt es keine Bitterhopfengabe. Ich mache nur zum Schluss dann 2x100 Gramm Hopfengabe, Motueka und Citra im Whirlpool für 20-30 Minuten. So, es ist jetzt ca. 13 Uhr. Auch das Hopfenkochen ist vorbei. Ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, 100 Gramm Citra und 100 Gramm Motueka Hopfen in die noch heiße Würze getan und lasse das jetzt für 30 Minuten ziehen im Whirlpool und lasse dann die Würze ablaufen. Hey! Und schon sind wir fertig, so schnell kann das gehen, so ein Brautag. Ich habe jetzt ungefähr 21 Liter im Kühlschrank stehen, die müssen jetzt abkühlen. Ich benutze diese, ich nenne es No-Chill, aber eigentlich ist es nicht wirklich No-Chill Verfahren, um meine Würze zu kühlen. Morgen ungefähr so in 5 bis 6 Stunden dürfte die Würze 18 Grad haben, dann kann ich die Hefe ansetzen. Ich benutze die Vermont von Yeast Bay für das NIPA. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Wenn euch das Video gefallen hat, unten bitte auf Liken klicken. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, bitte hier subscriben. Ich würde mich sehr, sehr freuen und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Oliver Hörold. Ciao, ciao.